In genau 39 Tagen sitze ich im Flieger nach Teneriffa. Ich habe genau 30 Tage Zeit für mein neues Selbstexperiment. Schaffe ich es mit einer extremen Keto-Diät, meinen Körperfettanteil in Rekordzeit zu senken? Keine Kohlenhydrate, keine teure Proteinshakes, nur Kreatin, Elektrolyte, Rinderhackfleisch und Eier für genau 30 Tage. Bringt Keto wirklich was oder ist es total überbewertet? Wir werden es gemeinsam herausfinden. Natürlich mit einem Vorher-Nachher-Vergleich, denn die Uhr tickt ab genau jetzt. Hi, mein Name ist Sebastian. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich vor kurzem ein 14-tägiges Wasserfasten durchgezogen habe und dadurch meinen Körper komplett resettet habe. Mit diesem neuen Experiment möchte ich euch einfach Mut machen und zeigen, dass ihr kein teures Equipment braucht, keine teuren Proteinshakes braucht, einfach euren Willen und ein Ziel vor den Augen. Um genau zu sein, das hier ist nicht die klassische Keto-Diät mit Gemüse und Avocado. Es ist die Carnivore-Diät, die extremste Form von Keto. Das bedeutet 100% tierische Produkte. Das Prinzip dahinter ist simpel. Indem wir die Kohlenhydrate komplett auf Null reduzieren, zwingen wir den Körper in die sogenannte Ketose. Er verbrennt dann keine Glucose mehr als Zucker oder Getreide und greift rund um die Uhr auf die eigenen Fettreserven als Energiequelle zu. Fett wird ab jetzt mein neuer Treibstoff. Ich habe mich für diese Keto-Diät entschieden, weil ich keine Lust hatte, jeden Tag mir irgendwas auszudenken, was ich essen soll, was ich nicht essen soll, wie viel Kalorien, wie viel nicht. Das ist für mich die einfachste und effektivste Form, mein Fett zu reduzieren und mein Ziel zu erreichen. Das ganze Experiment findet natürlich im normalen Leben statt. Das heißt, ich arbeite ja Vollzeit. Und ich bin sehr gespannt, wie ich das mit der Arbeit vereinbaren kann, ob ich da was spüre oder auch nicht. Denn ich esse ja immerhin was und nicht wie beim Wasserfasten komplett ohne Nahrung. Ich habe mir auch vorgenommen, in der Zeit alle 2 Tage mit meinem Kettlebell zu trainieren. Dafür trinke ich jeden Tag 5 Gramm Kreatin, damit ich einfach genug Kraft habe, um den Training richtig hochzuhalten. Zu dem Kreatin, was ich trinke, kommen noch die Elektrolyte, die ich auch täglich trinke. Natürlich wieder ohne Süßungsstoffe. Damit bin ich, denke ich, ganz gut gewappnet, dass mir nicht schwindelig und ich mich einfach neben der Spur fühle. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon gut abgenommen, aber ich habe immer noch einen Körperfettanteil von 29%. Das sieht man hier besonders am Bauch. Seht ihr? Das sieht man hier noch gut. Natürlich noch etwas an den Backen und am Hals hier. Und wie gesagt, mit der Keto-Diät ist mein Ziel, eventuell unter 20% Körperfettanteil zu kommen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber die beste Voraussetzung habe ich einfach mit dieser Diät. Da ich jeden Tag körperlich arbeite, plus alle 2 Tage mein Kettlebell-Training, denke ich, wird es auf jeden Fall eine Beschleunigung der Fettverbrennung sein. Nun zeige ich euch, wie mein Essen für die nächsten 3 Wochen aussieht. Das hier ist mein Essen für die nächsten Wochen. 8 Eier am Tag und 600 Gramm Rinderhackfleisch. Ich werde für die Arbeit jeden Tag 6 Eier gekocht mitnehmen, damit ich dort gut über den Tag komme und keinen Hunger habe. Und die restlichen 2 Eier gibt es dann zum Abendessen mit den 600 Gramm Rinderhackfleisch, das ich immer anbraten werde mit Salz, Pfeffer, gerauchte Paprika, Chili, Knoblauch, je nachdem, was man gerade Lust hat. Ja, die gibt es dann als Spiegeleier oder Rührei dazu. Mehr esse ich da auch nicht. Und wie ihr seht, es ist ja auch eine gute Portion. Also ich denke, die wird mich auch gut satt machen. Das jeden Tag runter zu bekommen, das wird, denke ich mal, nicht ohne. Aber ich brate das jetzt schnell an und dann sehen wir uns draußen am Tisch. Ja Leute, was soll ich sagen? Sieht sehr lecker aus. Rinderhackfleisch mit Chili, Salz, Pfeffer. Jetzt würde ich sagen, testen wir mal das Ganze. Also das jeden Tag zu vernichten, wird nicht ohne. Aber wenn man es halbwegs essen kann, denke ich, hält es einen auf jeden Fall satt, weil das ist schon eine richtige Menge. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, rein geschmacklich, ich behaupte mal, das wird echt richtig öde und langweilig, das jeden Tag zu essen. Aber wir haben ein Ziel vor den Augen und das ziehen wir durch. Ich sag euch ehrlich, das war echt ein Kampf, das alles runterzukriegen. Ich denke, das wird sich in den nächsten Tagen, wenn man langsam keinen
Kohlenhydrate mehr in sich hat, ändern und ich werde mehr Hunger haben. Aber heute war es echt ein Kampf. Es war auch ein bisschen zu salzig, da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Diese Carnivore-Diät wird hart, ich sehe schon kommen. Für heute bin ich echt mega gut gesättigt, muss ich einfach sagen. Und ich bin wirklich gespannt, was in den nächsten 30 Tagen mit meinem Körper passiert. Ob ich so lange überhaupt durchziehen kann und vor allem, ob die Carnivore-Diät wirklich was bringt. Der erste Tag ist hiermit geschafft. Ich zeige euch nun noch meinen aktuellen Körperzustand und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 30 Tagen, wenn die Keto-Diät vorbei ist, im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.